Stellen Sie sich ein Wesen vor, das so mächtig ist, dass selbst der König der Tiere, der Löwe, im Vergleich dazu wie ein hilfloses Kätzchen wirkt. Dies ist der wahre Herrscher der Meere, ein Wesen, vor dem selbst Riesen erzittern. Ja, ein Löwenrudel kann von einem Rudel Hyänen besiegt werden, und die Herren der Lüfte, die Adler, sind im Dunkel der Nacht völlig wehrlos gegenüber Eulen. Aber es gibt eine Kreatur, deren Dominanz in ihrem eigenen Element fast absolut ist. Das ist der Orca, ein erfahrener Jäger, ein Meisterstratege und ein unerbittlicher Spieler mit seiner Beute. In den Tiefen des Ozeans spielen sich Geschichten ab, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Es sind Geschichten von Wesen, deren Intelligenz mit der des Menschen vergleichbar ist, deren soziale Organisation komplexer ist als die der meisten Landraubtiere und deren Jagdmethoden durch ihren Einfallsreichtum und ihre Rücksichtslosigkeit verblüffen. Das Erschreckendste an Orcas ist ihre unglaubliche Intelligenz. Diese Tiere sind so schlau, dass sie für jede Art von Beute einen sorgfältig ausgearbeiteten Angriffsplan haben. Wie eine Bande professioneller Diebe, die einen Banküberfall monatelang plant, entwickeln Orcas komplexe Jagdstrategien. Im Gegensatz zum Menschen tun sie dies jedoch instinktiv und geben ihr Wissen von Generation zu Generation durch ein ausgeklügeltes System von Geräuschen und Lehren an ihre Jungen weiter. Sie haben sogar eine spezielle Strategie, um Haie zu verwehren. Jede Orca-Gruppe hat ihren eigenen Dialekt, einzigartige Jagdgewohnheiten und Methoden. In den neuseeländischen Gewässern sind sie auf die Jagd nach Rochen spezialisiert, vor der Küste Patagoniens jagen sie geschickt Seelöwen, und in den arktischen Gewässern haben sie die Robbenjagd zu einer wahren Kunst entwickelt. Am beeindruckendsten ist jedoch ihre Jagd auf Wale. Eine Elite-Kommandeinheit, die mit chirurgischer Präzision arbeitet, so sieht eine Gruppe jagender Orcas aus. Sie greifen gemeinsam einen Wal an, wobei jeder Orca seine Rolle perfekt ausfüllt. Überraschenderweise hat jede Orca-Familie ihre eigenen Jagdmethoden, die nur innerhalb der Gruppe weitergegeben werden, so dass es so etwas wie kulturelle Traditionen bei diesen Meeresraubtieren gibt. Sie schlagen abwechselnd zu, wie Boxer im Ring, um den Riesen zu zermürben. Ein Schlag, ein Biss, ein Ruck an der Flosse, wieder und wieder und wieder. Orcas können Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern erreichen und gehören damit zu den schnellsten Meeressäugern. Wenn die Beute schwächer wird, demonstrieren sie ein beeindruckendes Verständnis der Anatomie, indem sie das Blasloch des Wals blockieren. Mehrere Gegner, jeder so groß wie ein Bus, halten die Beute stundenlang unter Wasser, bis sie ihren letzten Atemzug tut. Selbst der Blauwal, ein Koloss von über 180 Tonnen Gewicht, das größte Lebewesen, das je auf der Erde gelebt hat, flieht in Panik vor diesen Jägern. Ein Wesen von der Größe eines großen Schiffes flieht vor einer Gruppe von nur Großzahndelfinen. Interessanterweise erreichen die Zähne der Orcas eine Länge von 13 cm, länger als die eines Tyrannosaurus Rex. Die Hauptopfer der Orcas sind Walkälber. Und hier beginnt der wahre Schrecken der Meerestiefen. Orcas entpuppen sich als raffinierte Feinschmecker. Wie wählerische Köche mit sadistischen Neigungen essen sie oft nur die Zungen ihrer Beute und überlassen den Rest des Kadavers den Aasfressern. Dieses Phänomen wird nicht nur vor der Küste der Antarktis beobachtet, wo sie Blauwalkälber jagen, sondern auch in wärmeren Gewässern, wo Buckelwalbabys ihre Beute werden. Dasselbe geschieht mit Haien, diese gewaltigen Meeresraubtiere sind für die Orcas nur eine Vitaminquelle. Sie töten Haie wegen ihrer Leber, die reich an Nährstoffen ist. Die Orcas haben die Anatomie der Haie so gut studiert, dass sie wissen, dass es ausreicht, einen Hai auf den Bauch zu drehen, um ihn in einen Zustand der völligen Lähmung zu versetzen. Ein solches Verhalten zeugt von der unglaublichen Fähigkeit der Orcas, zu lernen und Wissen weiterzugeben. Es gibt nur einen würdigen Gegner für diese Meerestyrannen im Ozean, den Pottwal. Dieser Riese, der so viel wiegt wie 10 Doppeldeckerbusse, kann einen Orca mit einem einzigen Schwanzschlag auf seine letzte Reise schicken. Nur wenige wissen, dass Pottwale das größte Gehirn im Tierreich haben, es wiegt etwa 8 Kilogramm. Orcas wissen das sehr gut, sie jagen nur weibliche und junge Pottwale und halten sich von den gefährlichen Schwänzen der erwachsenen Männchen fern. Der weiße Hai hat trotz seines Rufs als rücksichtsloser Killer nur eine Chance gegen einen Orca, den ersten Biss. Wenn der Hai nicht anbeißt, nun, dann beweisen Orcas ein erstaunliches Wissen über Biologie, indem sie ihn auf den Bauch drehen.
Interessanterweise verlassen weiße Haie, nachdem Orcas in einem Jagdgebiet aufgetaucht sind, diese Gewässer bis zu einem Jahr lang, so groß ist ihre Angst vor diesen großartigen Jägern. Aber das Überraschendste ist ihr spielerisches Verhalten. Orcas jagen nicht nur, sie spielen mit ihrer Beute und zeigen dabei eine fast menschenähnliche Grausamkeit. Eine Gruppe von Orcas, die Robben auf einer Eisscholle entdeckt, macht aus der Jagd ein Mannschaftsspiel. Sie stellen sich auf wie ein olympisches Synchronschwimmteam, nehmen Fahrt auf und erzeugen eine Welle, die die Beute vom Eis spült. Bemerkenswerterweise wird dieses Verhalten nur bei bestimmten Gruppen von Orcas beobachtet, was einmal mehr ihre Fähigkeit bestätigt, einzigartige Jagdtraditionen zu entwickeln. Was sollen wir heute Abend machen? Lasst uns andere Tiere wie Bälle durch die Gegend werfen, bis sie sterben. Dieser imaginäre Dialog der Orcas klingt wie aus einem Horrorfilm, aber für sie ist es ein ganz normaler Abend. Sie werfen Robben in die Luft und spielen mit ihnen wie mit Bällen, wobei sie eine unglaubliche Präzision bei ihren Bewegungen an den Tag legen. Die Forschung zeigt, dass dieses Verhalten nicht einfach nur ein Ausdruck von Grausamkeit ist. Es ist eine Möglichkeit, die Jungen zu trainieren, Jagdfähigkeiten zu entwickeln und die sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe zu stärken. Und es sind nicht nur Robben, die zu ihrem Spielzeug werden. Rochen, Schildkröten, sogar Pinguine, sie alle können an diesen grausamen Spielen teilnehmen. Interessanterweise haben sich verschiedene Orca-Gruppen auf unterschiedliche Arten von Beute spezialisiert und überschneiden sich nie in ihren Nahrungsvorlieben. Einige jagen ausschließlich Meeressäugetiere, während andere Fisch bevorzugen, und diese Nahrungstraditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Selbst Land ist für diese unglaublichen Raubtiere kein Hindernis. Sie stürzen sich buchstäblich an Land, schnappen sich ihre Beute und gleiten zurück ins Wasser. Diese phänomenale Jagdtechnik wird nur bei bestimmten Orca-Familien beobachtet, hauptsächlich vor der Küste Patagoniens. Jede Gruppe hat ihre eigene Art, dieses riskante Manöver durchzuführen. Diese Kühnheit führt jedoch manchmal zu unerwarteten Konsequenzen. Es gibt viele dokumentierte Fälle, in denen Orcas, die zu sehr auf die Jagd konzentriert waren, bei Ebbe in seichtem Wasser gefangen wurden. Und hier ergibt sich ein erstaunliches Paradoxon: Die einzige Chance auf Rettung für diese Meereskiller ist der Mensch. 5 Tonnen schwere Raubtiere, die in der Lage sind, eine Eisscholle mit einem einzigen Schlag zu zerbrechen, sind am Ende völlig abhängig von denen, die sie sonst als Beute betrachten würden. Vielleicht erklärt dies die überraschende Freundlichkeit, mit der manche Orcas auf Menschen zugehen. Die Geschichte eines Orcas namens Luna, der seine Familie verloren hat, ist in ihrer Einzigartigkeit erstaunlich. Sie verhielt sich wie ein riesiger Meereswelpe, spielte mit Booten und suchte den Kontakt zu Menschen. Wissenschaftler stellen fest, dass Orcas menschliche Gefühle erkennen und sogar die menschliche Sprache imitieren können, ein Phänomen, das auch bei Beluga-Walen beobachtet wurde. Doch hinter dieser charmanten Maske verbirgt sich eine dunkle Seite. Die Realität ist viel erschreckender als Hollywood-Märchen wie Free Willy. Die Geschichte von Tilikum, einem Orca-Killerwal, der für den Tod von 3 Menschen verantwortlich ist, führt uns die wahre Natur dieser Kreaturen auf grausame Weise vor Augen. Das erste Opfer, Kältebjörn, die versehentlich in das Becken fiel, wurde von den Orcas wie in einem tödlichen Schraubstock gefangen. Das zweite Opfer war ein Besucher, der das Ozeanarium nach der Schließung betrat. Am schockierendsten war jedoch der dritte Fall. Die erfahrene Trainerin Don Brancho starb zu Beginn einer Show, der Orca packte sie an den Haaren und zerrte sie unter Wasser. Tilikum spielte mit ihr, als wäre sie eine gewöhnliche Beute, und das vor den Augen eines schockierten Publikums. Diese Tragödie veranlasste viele Menschen dazu, die ethische Haltung von Orcas in Gefangenschaft zu hinterfragen. Schließlich wurde in freier Wildbahn noch kein einziger tödlicher Angriff von Orcas auf Menschen verzeichnet, alle tragischen Vorfälle ereigneten sich in Ozeanarien. In Vergnügungsparks auf der ganzen Welt zeigen die Orcas weiterhin ihr wahres Gesicht. In SeaWorld in San Diego beherrschen sie die ausgeklügelte Technik, Vögel mit Fischen als Köder anzulocken. Dies beweist ihre Fähigkeit, zu planen und Ursache-Wirkungsbeziehungen zu verstehen, Eigenschaften, die typisch für hochentwickelte Intelligenz sind. Für Orcas ist dies jedoch nur ein weiteres grausames Spiel, eine Möglichkeit, die Langeweile in dem begrenzten Raum eines Beckens zu vertreiben.
In freier Wildbahn schwimmen Orcas bis zu 160 Kilometer am Tag und führen ein komplexes Sozialleben in Gruppen mit eigenen Dialekten, Traditionen und Jagdmethoden. Ihre Gehirne enthalten spezielle Spindelzellen, die für soziale Interaktion und Empathie zuständig sind, genau wie beim Menschen. Sie können komplexe Gefühle empfinden, Handlungen planen und sogar um ihre verstorbenen Familienmitglieder trauern. Sie gehören zu den perfektesten Raubtieren, die die Natur je geschaffen hat. Ein Wesen, das unglaubliche Intelligenz, ein soziales Netzwerk, das so komplex ist wie das von Primaten, und die tödliche Effizienz von weißen Haien in sich vereint. Und vielleicht sind wir für sie nur seltsame, haarlose Robben, die es wagen, in ihr Reich einzudrängen. In den dunklen Tiefen des Ozeans spielen sich diese erstaunlichen Dramen weiter ab, wo Orcas die unangefochtenen Herrscher der Meere sind. Und das Klügste ist, diese majestätischen Kreaturen mit dem Respekt und der Vorsicht zu behandeln, die den wahren Königen des Ozeans gebührt.